Beim Trainieren deiner Bindungen solltest du unbedingt auch immer ein Augenmerk bzw. Ohr auf die Intonation setzen. Ganz wichtig. Wenn wir nach oben binden, passiert es häufig, dass wir viel zu viel machen. Das heißt, zu viel Luft, zu schnelle Luft, zu viel Anstrengung und somit verändert sich die Intonation natürlich dementsprechend. Das heißt, als Tipp immer ein Stimmgerät parat stellen, damit du jederzeit kontrollieren kannst, wo du dich denn intonatorisch befindest. Wenn du also so Übungen machst, wie zum Beispiel Oktavbindungen, C1 zu C2, achte darauf, dass dein Ausgangston schon stabil ist. Und jetzt nach oben. Dann sollte das passen. Wenn ich jetzt zu viel mache, hört mal hin. Viel zu hoch. Der Ton wird auch richtig matt, der wird richtig dumpf, würde ich es beschreiben. Wenn du zu wenig machst, klingt das so. Na, da denkt man sich so, der letzte Schub fehlt eben, dass das C gut klingt intonatorisch. Also immer darauf aufpassen und am besten immer mit Trainingsgeräten, wie zum Beispiel in dem Fall das Stimmgerät, dass du weißt, okay, bei und dann kommt er eben. Also nochmal. Dann passt das. Und jetzt, wenn du nach oben gehst. Nie die Mitte deines Tons verlieren. Mach's langsamer oder spiel den Ton separat an, dass du ihn gut ins Gehör bringst und dann eben korrigieren. Nochmal anspielen, schon besser, wunderbar. Und dann eben in die Bindung wieder mit einbauen. Und so kriegst du ein gutes Ohr für deine Intonation der Töne, die du eben da spielst. Auch ganz wichtig, wenn du nach unten gehst, also C1 und abwärts, nicht zu locker bleiben. Du brauchst Spannung, damit eben die Töne auch ihren Tonkern nicht verlieren. Oft ist es so, es sind ja die letzten Töne auf der Trompete, die ich mit den Ventilen bis zum kleinen Fizz nach unten spielen kann. Und ich lasse immer maximal locker und dann gleiten wir die Töne von der Intonation immer nach unten weg. Also auch hier Stimmgerät aufstellen. Und kontrollieren, wie die Töne eben gemessen werden und dementsprechend reagieren. Da wirst du feststellen, oh, der eine Ton ist bei mir immer viel zu tief, da lasse ich schon zu viel Spannung nach, oder der eine Ton, den spiele ich immer etwas forcierter, der Ansatzmuskulatur packt zu und dementsprechend kannst du da oben dann zum Beispiel auch entspannen oder brauchst eben etwas mehr Aktion. Deswegen ist es immer wichtig, dass du, wenn du zum Beispiel lange Töne aushältst, dir auch ein Stimmgerät bereitstellst und wenn du davor stehst oder dich auch mal hinbewegst, immer zu kontrollieren, wie klingt es denn jetzt. Du musst jetzt nicht verkopfen und jeder Ton muss perfekt sein, sondern du kannst erstmal frei rausspielen. Aber meide nicht den Schritt, auch mal den Blick aufs Stimmgerät zu machen. Jetzt ist es gut. Ah, der klingt komisch, der Ton, den überprüfe ich mal. Also immer da auch ans Optimieren denken. Du musst nicht verkopfen, aber bau das Stimmgerät immer mit in dein Trompetentraining ein, damit du eben ein gutes Ohr für deine Intonation bekommst und dass sich deine Intonation eben bewusst verbessert und es kein Zufallsprodukt bleibt. Schreibe deine Erfahrungen in die Kommentare. Übst du mit Stimmgerät oder ohne? Wie machst du es? Ansonsten lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.